So, ab geht's. Erstmal ein bisschen üben. Also Leute, heute spielen wir mit Kelsey Rawlings. Und ich fahre mich jetzt erstmal warm. Okay, so schon mal nicht. Kein Problem. Darf mich nicht abhängen lassen. So, dran sind wir wieder und wieder verloren. Müssen wir ein bisschen abkürzen. So schnell ist er nicht. So, ich habe 20.000 plus 60 sind 80, das passt. Yes. Also, rein geht's in Multiplayer. Und damit nochmal herzlich willkommen zu dieser kleinen Miniserie. Ich möchte nämlich mit Kelsey Rawlings innerhalb von 3 Episoden Rang 13 erreichen und damit euch zeigen, dass das mit jedem Pro-Car in diesem Spiel möglich ist, zumindest mit fast jedem. Oh. Aber erstmal muss ich mich konzentrieren. Diese Strecke hat nämlich sehr viele Wände und sehr viel Potenzial, in die Wand einzuschlagen. Und jetzt habe ich schon mal weniger Punkte als mein Gegner. Das ist schon mal nicht gut. Hoffentlich werde ich nicht allzu oft verlieren, denn das zieht die Videos nur unnötig in die Länge. Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Na, leider nicht. Ich habe mehr Punkte als er im Chase Run, aber Lead-Run war leider zu schwach. Gut, dann fangen wir... Nö, weiß ich nicht. Dann fangen wir quasi von Rang 11 an. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr als 300 MMR sammeln, um auf Rang 13 zu kommen. Je nachdem, wie lange die Spielersuche dauert, werde ich auch einen Cut setzen, so wie das hier eben der Fall war. Und das sieht auch schon mal nicht gut aus für mich. Denn mein Gegner hat sehr viel mehr Motorleistung. Das heißt, Konzentration ist gefragt. Und das ist schon mal beschissen. Ja, ich fahre nicht so oft auf dieser Map hier in English Town. Aber das sieht gut aus, alles klar. Er hat genauso verkackt wie ich. Oder sogar noch schlimmer. Hoffen wir nur, dass er nicht genug Punkte kriegt, um das auszugleichen. Nee, das sollte
Das sollte er nicht gewinnen. Jetzt schon 30.000 Punkte, er bräuchte mehr als 50.000 im Chase, das ist nicht möglich. Auf der kurzen Strecke, also denke ich, dass wir den Lose von eben wieder ausgeglichen haben. Yep. Aber wir haben weniger Elo als vorher, also wir haben mehr Elo verloren eben im ersten Match. Ja, und da seht ihr es halt, 25, 2500 von 2800. Und ich habe vor, in diesem Video bis 2600 zu kommen. Die Frage ist, schaffen wir das auf dieser Map oder muss ich eine andere Map nehmen dafür? Das werde ich im Verlaufe dieser nächsten Matches noch sehen. Hängt davon ab, wie gut die Gegner hier sind. Ich habe hier auch ein paar Frame-Einbrüche. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so schlimm. Das habe ich auf anderen Maps irgendwie nicht. Meine Güte. So, ja gut. Das ist natürlich belastend für ihn. Also 100.000 ist so eigentlich Minimum auf der Karte. Also alles, was so unter 100k ist... Nee, danke. Alles, was so unter 100k ist schon kritisch. Da sollte man schon sich gefasst machen zu verlieren in der Elo, in der ich jetzt fahre. In niedrigeren Elos sind das natürlich andere Durchschnittspunktzahlen, die man da erreicht. Aber ich kämpfe ja hier gegen Autos, die 1500, 1600 PS haben. Mit meinem 800 PS Auto. Und da sind 100.000 Punkte locker drin. Oder sollten 100.000 Punkte Minimum sein, um Siegchancen zu haben. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich hier den dritten Gang lieber nehme oder den vierten, aber ich glaube, ich bleibe im dritten. Ich glaube, der dritte ist besser hier. Weil ich im vierten in der letzten Zone immer ein bisschen am Verhungern bin. Leistungsmäßig. Oh nee, wirklich? Ja, das war ja wohl der liebevollste Wandkuss ever. Oh, das reicht Gott sei Dank. Jetzt so einen kleinen Chase-On auf ganz entspannt. Ja, gut, da hat er seine Punkte verloren, da hat man es schon gesehen. Das war kein liebevoller Wandkuss, so wie ich den eben gemacht habe. Und ich habe trotzdem meine Kette verloren. Ja. Hier war er auch langsam. Das kann auch sein, dass er da nochmal seinen Multiplikator verloren hat. Aber das ist leider schwer nachzuvollziehen, da das im Replay nicht angezeigt wird. Ist auch nicht so schlimm. Gewonnen ist gewonnen. So sieht's aus. Ein Walltap hat er, ja. Ganz schön doller Walltap. Egal. Jetzt haben wir schon 30 Elo gesammelt. Schon ein Drittel des Videos ist vorbei. Oha. 180 SX, 1400 PS. Das sieht auf jeden Fall nach einem dicken Fisch aus. Mal sehen, was er aufs Brett legen wird. Strengen wir uns an, damit wir auch was Schönes anzubieten haben. Schön Nähe zur Wand behalten, damit wir maximale Punkte bekommen. Aber nicht reinfahren. Und das sieht doch schon mal gut aus. Ja, 25. Ja, das ist doch mal was. Ich sehe hinten sogar, der hat eine Brasilien-Flagge drauf. Also wissen schon, woher er kommt. Ja. Aber er gibt sich noch nicht geschlagen. Auch wenn das eigentlich schon mehr oder weniger zu Ende ist, das Match. Viel Spaß, das aufzuholen. So schnell ist sein Auto gar nicht. Und hier sieht man auch gut, dass man nicht alle PS der Welt braucht, um trotzdem die Geschwindigkeit halten zu können. Weil so viel PS bringen ihm auf dieser Strecke gar nichts, weil die nicht groß genug dafür ist. Und ich habe ihn da sowas von abgezogen.
Ja gut, der Kollege ist einer der besten Spieler im Spiel. Da stelle ich mich schon mal auf eine Klatsche ein. Und zwar so eine ähnliche, wie ich dem Brasilianer eben gegeben habe. Ja, 128, neue Bestleistung heute. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist ein Bug. Und das ist bei solchen Spielern ist das ein angenehmer Bug. Bei anderen Spielern ist das eher ein unangenehmer Bug. Weil da würde man gerne chasen. Aber wenn du solche krassen Leute bekommst mit krassen Autos, wo du vorher schon weißt, dass du verlierst, ist das doch eine Erleichterung, sowas zu bekommen. Und hoffen wir mal, dass wir ihn nicht nochmal kriegen. Und wir kriegen den Mustang, den wir vorhin schon mal hatten. Meine Güte, was habe ich denn hier für FPS-Lags? Mal sehen, ob 117.000 reichen. Ja, das müsste reichen. Ja, er gibt sogar auf. Dankeschön, dass du aufgibst. Ich möchte kein Rematch. Danke, dass der UI-Bug mir das überhaupt schon verwehrt, das anzunehmen oder abzulehnen. Ja, warum nehme ich kein Rematch an? Weil das bei mir meistens so eine Sache ist. Egal, ob ich vorher gewonnen oder verloren habe, im Rematch verliere ich meistens. Da habe ich meistens keine Lust drauf. DNZX Reaper. DNZ ist schon mal einer der Clans hier in Talkdrift, vor dem man sich fürchten muss. Wenn es so richtig Clans nicht gibt, aber die haben... Das ist eher eine Discord-Community. Und die haben, wie man gesehen hat, ihre eigenen Decals im Game. Ja. Und ich sollte wirklich, wenn ich gegen solche Leute fahre, nicht sprechen und fahren gleichzeitig. Oh, das ging ja noch. Ich hoffe, er hat auch einen Fehler gemacht. Na, man sieht schon, dass er deutlich schneller ist als ich. Keine Chance. So richtig. Ich habe da auch ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht in der zweiten Kurve. Aber ich habe gewonnen. Es hat gereicht. Ich wollte sagen, ich habe einen Chase Run. Wenn ich das finde. Hier habe ich ein bisschen zu viel Winkel. Und das, na gut, und natürlich die Wand berührt. Aber nachdem ich die Wand berührt habe, habe ich eine Korrektur gemacht. Und hier zu viel Winkel aufgebaut. Das hat mich halt, das hat mir halt sehr viel Geschwindigkeit gekostet. Da wäre auf jeden Fall noch mehr Potenzial drin gewesen, aber es hat auf jeden Fall gereicht. Jetzt muss ich schon aufpassen, wie viel Elo ich habe. Es ging schneller als erwartet. Und wir kriegen Reaper nochmal. Vielleicht wird er jetzt nicht den Fehler machen, den er eben gemacht hat. Auch wenn kein richtiger Fehler ersichtlich war. Er war jetzt auch nicht nah genug an den Mauern dran, nehme ich an. Das heißt, wir dürfen den Fehler auch nicht machen. Weil unser Fehler war mehr als ersichtlich. Und wir machen ihn, aber nicht so stark wie beim letzten Mal. Das sieht doch schon mal besser aus als vorher. Aber 90.000, das kann sein, dass es ein Bot ist.
Das kann sein, dass das ein Bot ist, denn es gibt auch Bots von Spielern. Das sind einfach nur Aufzeichnungen. Und das sah ziemlich stark nach einer Aufzeichnung aus, weil das ziemlich genau die gleiche Punktzahl wie vorhin war. Das werden wir gleich einmal herausfinden. Und zwar, indem wir das hier machen. Ja, es war sein Bot, alles klar. Und wir haben schon unsere Elo erreicht. Wir sind ja schon bei 2610 mmR. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal fix in die Garage. Und da zeige ich euch meine Fahrzeugeinstellung. Und da zeige ich euch, dass ich das tatsächlich auch mit jedem Pro-Car bis auf George K. und Miki Takagi gemacht habe. Und wenn ihr mal hier auf die PS-Werte guckt, 458 und 763, das sind auch mit die schwächsten Autos. Neben dem MX-5 von Mad Mike's Sohn, Lincoln Widget. Der hat auch 500 PS, aber das Auto hat auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial als die beiden Kollegen hier oben. Also das wird auf jeden Fall starker Kopfschmerz, hier zu versuchen, die beiden Autos auf Level 13 zu bekommen. Aber bei allen anderen Pro-Cars ist das auf jeden Fall möglich. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal in den Tuning-Einstellungen, wie genau. Warte mal, wo ist denn die Übersicht? Gibt es die nicht mehr? Gab es nicht mal eine Übersicht? Ah, die gibt es nur hier, ne? Wenn ich hier gucke und da. Wo ist denn die Teileübersicht hin? Nicht Lost? Oh Mann, dann muss ich alles einzeln durchgehen. Ich fasse es nicht. Also, Kupplung. Klatschkick. Immer 0 oder ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen weniger nehmen. Meine Gänge sind so übersetzt, die sind nicht serienmäßig, glaube ich. Ja, könnt ihr euch einfach kopieren. Im ECU. Alles auf Maximum. Ganz einfach. Turbo und Auspuff kann man nicht verändern. Im Angle Kit 65 Grad. Winkel minus 8,5 Grad Sturz ungefähr. Kann auch ein bisschen weniger noch nehmen. So 9 vielleicht, noch 9,5. Ja, Spur einwärts. So ungefähr. Ich würde es vielleicht sogar teilweise noch ein bisschen mehr nehmen. Ein Viertel. Dann Nachlauf 10 Grad. Kann man eigentlich immer Maximum nehmen. Bremse habe ich eigentlich Serienbremsdruck gelassen. Die Bremsballons kann man ja bei diesen Fahrzeugen nicht ändern. Die liegt immer bei 50%. Reifendruck vorne 14 PSI. Dann Federung. Ja, nicht das höchste, aber auch nicht das niedrigste. Auf keinen Fall so. Man braucht immer so ein bisschen Federweg in seinen Autos und 10 km. Die Steifigkeit der Federn. Hier kannst du nichts ändern. Dann Aero. Wie sieht es hier aus? Kannst du nicht verändern. Beim Spoiler 50. Downforce, man kann auch höher gehen, aber ich habe es so gelassen. Dadurch, dass das Auto nur so wenig Leistung hat, ist 50 Aero hinten in Ordnung. Meiner Meinung nach zumindest. Dann Sturz hinten positiv 1,7 Grad. Und das hier, ja, so nah an 0 wie es geht. Ich fahre eigentlich immer positive Spur. Aber dadurch, dass hier nur negative Spur möglich ist, nehme ich hier den größtmöglichen Wert. Und Reifendruck 11 PSI, Differential kann man nicht verändern. Und hintere Federung habe ich so hoch wie es geht gemacht und 7 km. Und die Felgen kannst du wieder nicht verändern. Und das sind alle Einstellungen, die ich auf diesem Auto habe. Und so sind eigentlich auch die meisten meiner anderen Autos aufgebaut. Ja, und das war's, würde ich sagen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Da geht's dann weiter. Bis dann.